Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie, die ABC Mörders. Wir sollen mit Jeff reden, das tun wir. What conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to work. Ist Kast unschuldig, okay? Was weiß man über Kasts Gesundheit? Er hat Halsbeschwerden. Er leidet am Bluthusten. Er hat eine Gedächtnisschwäche. Kast ist mental und physisch gleich nicht das Profil eines Killers. Gibt es Indizien, die nicht mit Kasts Schuld am Mord von Thurston übereinstimmen? Er war mit Blut beschmutzt. Und das? Nee. So. Man würde erwarten, dass das Hemd des Mörders nicht an den Ärmeln der Knopfleiste beschmutzt, man beobachtet aber das Gegenteil. Gibt es Indizien, die nicht mit Kasts Schuld übereinstimmen? Er hatte keinen Grund, sie zu ermorden. Und das hier? Nee. Man kann sich seiner Schuld noch nicht sicher sein. Kann man unwiderlegbar sagen, dass Kast schuldig ist? Er hatte keinen Grund, sie zu ermorden. Er sagt, er hat die Briefe nicht geschrieben. Unschuldig. I don't see any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. C'est curieux. Cust admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Cust killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then confessed to them. He confirmed that he never typed the letters. Then, with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Let us now try and get our brain cells to work. Okay. Ist Kast clever? Brillant, was? Unbedeutend. Ist Kast selbstsicher? Da hat man vorher gesagt, er ist selbstsicher. Beeinflussbar. Er ist ein Verführer. Und das? Nee. Sparsam. Ohne Charme. Mag er Züge? Nein, natürlich nicht. Mag keine Züge. Ist Kast impulsiv? Kalt. Ist Kast großzügig? Nee. Geizig. You see? Cust's character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual repetition in the choice of victims. Very well, you're right as always. So we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of inquiry? What should I do? Have faith. Just give me 24 hours. Okay. Was wollen wir jetzt in den 24 Stunden noch reißen? Nach Hause fahren. Okay. Also ein bisschen gucken hier. Wir fahren nach Hause. Im To White Heaven, please. Einfaches Getriebe gehört zu meiner Sammlung, die Trophäe. Ich freue mich sehr darüber. Endlich habe ich sie.
Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe one or two details. Details. Ah, mon ami. The devil is in the detail, as we say. Excuse me? Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. Was? What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait one moment, I will bring you my weapon. Okay, wir wissen ja, wo die liegt. Dann geben wir ihm mal die Waffe. Also Poirot hat jetzt schon irgendwas gecheckt. Der hat irgendwas entdeckt. Are blank cartridges. The others are real bullets. The revolver is loaded with real bullets. I still have time to choose blanks. Nee, ich nehme lieber die Blanks. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. Oder? Wir nehmen Platzpatronen, oder? Ich würde sagen, wir nehmen Platzpatronen. Ich will ja hier keinen erschießen. Also er soll hier keinen erschießen bei uns in der Wohnung hier. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. Okay, dann bringen wir die Waffe. Voila, I entrust you with my weapon. It has hardly been used. It is almost new. Ghandi-Schnurrbart. Wahrscheinlich, weil ich die Platzpatronen nehme, habe ich jetzt den Ghandi-Schnurrbart bekommen. Sonst hätten wir bestimmt den Hitlerbart Chief bekommen. Inspector, is that you? Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Well, never mind. I shall make do. So, are you still going to hold your meeting? Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Why have you brought us here, Mr. Poirot? Since Cust's arrest, I thought it was all done and dusted. Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard. Yes, and the stockings he saw drove the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, a case is not closed if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. I may be wrong, but maybe by provoking you, he was looking for glory? All these theories should be studied. Let us now try and get our brain cells to work. Warum hat sich der Mörder in der Adresse geirrt? Nein, Entschuldigung, ich habe schon wieder gescrollt. Warum hat er sich in der Adresse geirrt? Poirots Adresse ist nicht sehr bekannt. Leiche war noch warm. Hat den Mörder gerettet. Na. Nee, das war es nicht. Warum hat er sich in der Adresse geirrt? Der Mörder hat Poirot immer von seinen Morden in Kenntnis gesetzt. Aus Fremdenfeindlichkeit? Nee. Der Zuschauer hat den Mörder gerettet. Die Leiche war noch warm. Nee. Und schon wieder geht das Raten los, wenn meine ersten 3, 4 Ideen, nicht stimmen. Er hat den Fehler vorsätzlich gemacht. Warum hat der Mörder seine Briefe an Hercule Poirot adressiert? Minderwertigkeitskomplex? Für den Ruhm? Ich würde sagen für den Ruhm. Nee, nicht für den Ruhm. Minderwertigkeitskomplex. Nee.
Ausländerfeindlichkeit. Nee. Die Leiche war noch warm? Okay. Er hat an Poirot geschrieben, weil seine Adresse nicht sehr bekannt ist. Is everything clear now? Nee. You might like to explain your reasoning again. Of course. First of all, remember that the murderer made it a rule to always post his letter before the murder. He never digressed from that rule. However, in Churston, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the recipient. Ah. Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. Absolument. It is a very subtle plan. It matches the profile we have drawn up of him perfectly. That of an intelligent, daring and calculating murderer. But that's not how you describe Cust. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of a psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. Was weiß man über Cust? Oh Gott, schon so viele Möglichkeiten. Cust ist beeinflussbar. Ich weiß es nicht, sorry. Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, da haben wir es. Mental fragil und manipulierbar. Wie lässt sich Cust Anwesenheit an den Tatorten erklären? Da haben wir doch hier das. Er wollte die Tatorte sehen? Nee. Er nimmt häufig den Zug? Nein, so ein Quatsch. Er Lust hatte zu baden? Wie lässt sich Cust Anwesenheit? Also ich würde sagen, das auf jeden Fall. Nur was dabei? Oder das auch nicht auf jeden Fall. Kann natürlich auch sein. Hallo, ich möchte gerne da unten scrollen, danke. Das ist nicht... Damit lässt sich nicht die Anwesenheit an den Tatorten erklären, dass der halt Direktverkäufe da gemacht hat. So ein Quatsch. Der Mörder hat Cust manipuliert, indem er in der Stadt... Viel zu schnell weg, viel zu schnell weg. Dr. Clark's patients' records provided a very useful list of potential victims, sorted by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. It is this fact that clears Cust once and for all, because he never had access to these records. So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cust was following him closely. Cust's highly suggestible nature leads us to the second hypothesis. The murderer was manipulating him. He systematically sent Cust to the towns where he was going to strike.
so that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's evil. What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from 3 completely different murders? Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that? Ne? The murderer first killed for money, but then began to enjoy it. But Mr. Poirot, the first murder was my aunt, and nobody had anything to gain from killing her. Ah, certes. Therefore, this is not what happened. Dass sein einziger Mord für den Mörder von Interesse ist. The murderer does not kill out of interest, but for pleasure. You yourself told us that the murderer was not a psychopath. Ah oui, absolument. Therefore, let us look for something else. Okay, dann gibt's halt 3 Mörder. There is not one murderer, but 3 accomplices, who all use the same scenario. Do you mean that 3 murderers with quite different aims joined forces to create a smokescreen? Here's another question. Is it still necessary to find a motive for each crime? And the one in Andover poses problem. Why was poor Mrs. Asher killed? Indeed. It would be best to forget the theory. War also auch falsch. Dann bleibt ja nur noch das. Just one murder was of benefit to the murderer. The others were just diversions. Ach, das meinte der On damit. reflection, there is only one conclusion. The murderer killed once out of interest and twice to divert our attention. This reasoning points at 2 potential culprits. Franklin Clark. Donald Fraser? Yes, mademoiselle. That's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. Both have a motive. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Please allow me to disagree with you, mademoiselle. Ich weiß es nicht. Donald, too, has been treated by the doctor. You're quite wrong, Mr. Poirot, and it shouldn't be difficult to prove. Oui, please excuse me. It was a slip of the tongue. This is what I wanted to say. Donald, Sir Carmichael was one of your firm's customers. Ah, We found okay. a surveyor's report among his Schwer papers that vergessen. proves it. It doesn't prove that I went to Comeside. You could have done it. And you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records. You think I'm guilty? You or Mr. Franklin Clark. That's ridiculous. Both of you have a motive. The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer? Let us now try and get our brain cells to work. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist Donald clever? Ein wahrer Gentleman und mochte ihn sehr. Brillant. Selbstsicher. Hatte Erfolg bei Frauen? Nee. Ah, das kommt später beim Verführer. Beeinflussbar. Verführer, das hatten wir gerade hier. Er ist ein Verführer. Er mag Züge und er mag Züge. Ist Donald impulsiv? Ja, das passt dazu. Aufbrausend. Ist Donald großzügig? Ja, großzügig. Ladies and gentlemen, Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. He has a temper. It is hard to imagine him planning anything. Also, jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned. Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Absolument, Mr. Clark. Okay.
Let us now try and get our brain cells to work. Genau. Machen wir auch für ihn ein psychologisches Profil. Ist Franklin clever. Sehr begabter, aber disziplinloser Schüler. Ist er selbstsicher. Tapferer und selbstsicherer Junge. Er ist selbstsicher. Ist er ein Verführer. Hier wird umworben. Er ist ein Verführer. Mag er Züge? Nee. Eisenbahnkinder. Er mag Züge. Ist er impulsiv? Nee. Er ist kalt. Ist er großzügig? Ja, er ist großzügig. As you have all seen, there is a disturbing similarity between Mr. Clark's profile and that of the killer. In actual fact, it is exactly the same. Mr. Poirot, your psychological studies are interesting, but your conclusions do not add up. Why would I have wished my brother's death? The inheritance is lawfully mine. I just have to wait. No, you had to act quickly. Because of Miss Grey. Mademoiselle, although you haven't been telling the truth, there is no doubt in my mind that you would have found a way to marry Sir Carmichael after Lady Clark's death. For you, Mr. Clark, it was a disaster. If Miss Grey had children by your brother, you would not have inherited a thing. You realized the danger after reading several letters from Comside, especially one in which your brother opened his heart to you. So you hurried home from China, and you took action. In truth, Cust was no more than a puppet manipulated by the real culprit. You, Mr. Clark. Such an imagination, Mr. Poirot. In fact, nobody manipulated Cust. The famous instructions he received by post. He wrote them on the typewriter. We know that for sure. Oh, no. You know perfectly well. That is not true. Eh bien, voilà. Light has now been shed on the ABC murders. Your theories are ingenious, but you haven't any proof. One point to him. For the moment, I have no material proof. Either I admit to it, or I bluff. Einen Beweis erfinden? Nö, wir sind mal ehrlich. Proof is easy to find now that we know where to look. You have nothing on me. You're bluffing, Mr. Poirot. Come on, Thora, there's nothing for us to do here. Don't touch me. Thora! I understand why you never wanted to lend me your new typewriter, and why you were searching through your brother's things. And the hole you dug on the moors. What did you hide there? The knife you used to kill your brother? All right. Well played. I lose. The game's up. Oh. Don't come near me! I'll never let you take me, Mr. Poirot. Platzpatron. I'm sorry, Mr. Clark, there is no easy death for you. I expected your reaction, so I used blanks. I'm sorry, mademoiselle, but your second chance has been lost. Franklin Clark will never inherit his brother's fortune. Damit ist es aufgeklärt, wa? Er war's. Verrückt. Ich dachte, das ABC wäre so offensichtlich der Kastmensch. Disappointed at having missed the chance to become Lady Clark, Thora Grey left England. Wieso sagt das jetzt der Dunbar? Donald Fraser and Megan Barnard married. On Poirot's recommendation, Mary Drower started to work for Lady Clark. The elderly lady's condition suddenly took a turn for the better. Oh. And a few months later, to Dr. Logan's great surprise,
she was back on her feet again. According to this eminent physician, it appears to be an extremely rare case of spontaneous remission. Lady Clark has enjoyed very good health ever since. Journal of an Innocent. The incredible story of ABC. As for A.B. Cust, after being advised by Poirot, he made a great deal of money by selling his story to the press. And as for me, and with business booming, the Black Swan has become the #1 tourist attraction in the whole of Yorkshire, even more popular than York Minster. Schön. Ein Happy End. Tja, und das war Agatha Christie, die ABC-Mörders. Jetzt habe ich das hier in der letzten Aufnahmesession mal eben durchgezogen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich häufig mit den Beweisen, da mit diesen grauen Zellen, da habe ich nicht immer, da habe ich mich schwer getan mit. Ich weiß auch nicht genau warum, aber irgendwie werdet ihr mich wahrscheinlich für doof halten, dass ich das nicht immer direkt hingekriegt habe. Aber so bin ich einfach. So ist einfach mein Wesen. Mein Wesen ist einfach doof. Nein, mir hat das Spiel aber sehr viel Spaß gemacht. Ich danke Gamesplan an dieser Stelle, dass sie mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Vielen, vielen Dank an Gamesplan. Das war echt super. Ein Spiel, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Ich mag das Spiel. Auch Sherlock Holmes hat mir mega viel Spaß gemacht. Auch wenn ich nicht immer hinter alles komme, es macht einfach Spaß, ein bisschen mitzurätseln, dann am Ende mit offenem Mund vor der Auflösung zu stehen. So mehr oder weniger. Und dann alles zu erkennen. Ich müsste, glaube ich, mal mehr Krimis im Fernsehen gucken, so Tatort oder so. Ja, ich hoffe, es hat euch auch so gefallen. Also, ich fand's super. Lasst doch eure Meinung mal in den Kommentaren rüberwachsen. Und ja, ich danke euch schon mal fürs Zusehen, falls ihr jetzt schon abschaltet. Ich habe nichts Tolles mehr zu sagen. Ich lasse jetzt nur noch den Abspann durchlaufen, weil das gehört für mich zu einem Let's Play dazu. Dass die ganzen Menschen hier ihre Namen sehen auf dem Bildschirm. Da war jemand für die Feuerzeuge zuständig, für die Lighters. Idris Mauihibo. Okay. War das etwa ein französischer Entwickler? Das sind, so ein paar Namen kommen mir ziemlich französisch vor. Jérôme Pirnaud, Noé Palermo, Serge Belot, Sébastien Brenard, Benjamin Algui, Maxime Bischoff. Klingt irgendwie französisch. Ah, guck mal, es gab auch eine französische Version. Ich fand es gar nicht so schlimm, dass es keine deutsch synchronisierte Version gab, weil die Stimmen ziemlich cool waren. Also, da waren die deutschen Untertitel, die waren auch gut, war auch gut übersetzt, muss ich mal als Anfänger-Übersetzer sagen. Hat alles sehr gut gepasst. Aber die Stimmen waren schon im Englischen sehr schön. Also das fand ich gut. Deep Ed hat also übersetzt. Vielleicht muss ich die mal kontaktieren nach einem Freelancing-Job. Thank you for playing. Sehr, sehr gerne. Agatha Christie Limited, okay. So, von so Spielen darf es gerne mehr geben, weil die spiele ich echt gerne. Okay, kommt das jetzt noch? Hatten wir das schon? Ich glaube, das hatten wir schon. Dann machen wir mal hier zu. So, wir haben immerhin 457 von 600. Das ist ja, da fehlen ja nur 143.
Also so haben wir echt ziemlich viele Ego-Punkte gesammelt. Was haben wir jetzt hier bei Bonus? Trophäen. Da haben wir die ganzen Trophäen. Verlauf können wir uns nochmal angucken. Aber das machen wir nicht. Ist auch schon lang genug, die Folge. Eine halbe Stunde reicht ja wohl. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zu einem weiteren Let's Play, Livestream oder Rechtschreibfehler oder bei Aldi an der Kasse. Euer Rainbird LP. Macht's gut. Tschüsschen.